Aline war 28 Jahre alt und kehrte nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder in die Stadt zurück, in der sie aufgewachsen war. Der Anlass war traurig. Ihre Großmutter Nair, die sie seit ihrer frühen Kindheit großgezogen hatte, war plötzlich verstorben. Es sollte nur ein kurzer Aufenthalt werden, Papiere sortieren, das Haus räumen, zurück nach Sao Paulo, wo ihre Karriere gerade Fahrt aufnahm. Doch wie so oft im Leben kam alles anders. An diesem Freitagnachmittag spazierte Aline über den Hof ihrer alten Schule, von Nostalgie getrieben, als ihr Blick auf etwas Ungewöhnliches fiel. Ein altes, vergilbtes Foto mit einem Stück Klebeband an die Mauer geheftet, genau dort, wo früher Aushänge hingen. Das Bild war verblichen, doch irgendetwas kam ihr bekannt vor. Aline fröstelte. Auf dem Foto spielten 3 Kinder unter einem blühenden Jacaranda-Baum. Eines davon war sie, aber das war nicht der Grund, warum ihr der Atem stockte. Es war der Junge neben ihr. Sein Blick war derselbe, den sie jeden Morgen im Spiegel sah. Wer war dieser Junge? Warum war er auf einem Foto mit ihr, an das sie sich nicht erinnern konnte? Und warum tauchte es genau jetzt auf? Wie angewurzelt stand Aline da, das Foto in der Hand. Ihr Herz schlug schneller, ihre Gedanken rasten. Vorsichtig löste sie es von der Wand. Auf der Rückseite in kindlicher Handschrift stand nur Oktober 2003. Damals war sie 7 Jahre alt gewesen. Doch diese Aufnahme? Sie hatte keinerlei Erinnerung daran. Neugierig suchte sie das Schulbüro, oft das heute mehr einem Gemeindezentrum glich, und fragte nach alten Unterlagen. Die Empfangsdame, eine freundliche Frau namens Teresa, bot ihre Hilfe an. Wir haben noch ein paar Kisten im Keller mit alten Fotos. Vielleicht finden Sie dort etwas. 2 Stunden später saß Aline zwischen staubigen Kartons, vollgestopft mit vergessenen Erinnerungen. In einem Umschlag, beschriftet mit Klasse 2b 2003, fand sie mehrere Bilder von Schulfesten und Ausflügen. Und da war er wieder, der Junge. Diesmal sogar mit einem Namen, Lucas R. Mendes. Sie sprach den Namen leise aus, als könne er aus der Luftform annehmen und die Leere in ihrem Inneren füllen. Noch in derselben Nacht durchforstete Aline das Haus ihrer Großmutter, suchte in alten Alben, Tagebüchern, Briefen, doch kein einziges Mal tauchte dieser Junge auf. Am nächsten Morgen durchsuchte sie die sozialen Netzwerke. Der Name brachte hunderte Treffer, doch keiner passte. Bis sie auf ein altes Profil stieß, ein einziges Foto, ein Kinderbild, derselbe Junge, letzte Aktivität vor 12 Jahren, aber ein Hinweis war da. Itatiba, SP, etwas in ihr wusste, sie musste dorthin. Und dass dieser Junge, jetzt wohl ein erwachsener Mann, mehr mit ihr zu tun hatte, als sie bisher glaubte. Sie hatte recht. In Itatiba ging Aline von Schule zu Schule, vom Standesamt zur Stadtverwaltung, bis sie in der Stadtbibliothek auf ihn, eine ältere Frau, traf, die sie erkannte. »Bist du nicht die Enkelin von Dona Nair, die Frau, die das Mädchen bei sich aufnahm?« Aline erstarrte. »Was meinen Sie? Aufgenommen?« Die Bibliothekarin biss sich auf die Lippe. »Oh, tut mir leid, ich dachte, du wüsstest es. Damals hieß es, deine Großmutter habe dich als Baby bekommen, aber niemand wusste woher. Nur, dass deine Eltern verschwunden seien.« Aline spürte, wie sich der Boden unter ihr öffnete. Nie zuvor hatte jemand so etwas erwähnt. Sie rief Nairs alte Freundin Dona Lourdes an und bat um ein Gespräch. Die alte Dame empfing sie mit einem ernsten Blick, wie jemand, der jahrzehntelang ein schweres Geheimnis getragen hat. »Du hast ein Recht auf die Wahrheit, mein Kind. Nair war nicht deine Großmutter. Sie war dein Schutzengel. Und was sie dann erzählte, änderte alles. Lourdes erzählte, dass Aline einst in einer Decke gewickelt auf einer Parkbank gefunden wurde, kaum ein paar Monate alt. Ein Zettel war an ihr befestigt. Ihr Name ist Aline. Bitte kümmert euch um sie, als wäre sie eure eigene Tochter. Dazu ein einziges Foto, das Bild von den 3 Kindern. Die einzige Spur zu ihrer Herkunft. Nair sah es als göttliche Fügung, sagte Lourdes. Sie versprach dich wie ihr eigenes Kind zu lieben, und das hat sie getan. Aline kämpfte mit Tränen. »Und der Junge auf dem Foto?« fragte sie. Lourdes Stimme wurde leise.
Das ist Lukas. Er war oft mit dir zu sehen, bevor du verschwunden bist. Einige sagten, er sei dein Bruder. Aline schlug die Hand vor den Mund. Ein Bruder? Er verschwand kurz nach dir. Spurlos. Sie wusste nun, sie musste Lukas finden, was auch immer es kosten würde. Die nächsten Tage verbrachte Aline mit unermüdlicher Recherche. Sie durchforstete alte Facebook-Gruppen, digitalisierte Schularchive, verwaiste Foren. Jeder Klick war ein Hoffnungsschimmer. Jeder Profil nicht gefunden, ein Stich ins Herz. Dann kam eine Nachricht, ein Kommentar in einer Gruppe ehemaliger Schüler. Ich erinnere mich an Lukas. Er war nach 2004 im Kinderheim Esperanza, verschwand kurz bevor er 10 wurde. Kinderheim. Esperanza. Aline hatte nie davon gehört. Doch jetzt hatte sie eine neue Spur. Sie rief dort an. Zu ihrer Überraschung existierte das Heim noch. Die Heimleiterin, eine Frau namens Joana, wurde ganz still, als Aline den Namen Lukas Mendes erwähnte. Können Sie persönlich vorbeikommen? Aline fuhr noch in derselben Nacht los. Das Heim lag etwas außerhalb, eingebettet zwischen Bäumen und Stille. Als Aline ankam, beobachteten Kinder neugierig die fremde Frau mit dem ernsten Blick. Die Luft war geladen, als wüsste jeder, dass etwas Wichtiges bevorstand. Joana führte sie in einen kleinen Raum. Auf dem Tisch lag eine braune Akte mit der Aufschrift Lucas Ricardo Mendes. Er war von 7 bis 9 Jahren hier, sagte Joana leise. Ein ruhiger Junge, sehr klug, aber immer traurig. Eines Tages kam ein Mann mit Papieren, sagte, er sei sein Onkel. Alles sah offiziell aus. Er nahm den Jungen mit. Danach hörten wir nie wieder von ihm. Und der Mann? Fragte Aline. Joana nickte langsam. Die Papiere waren gefälscht, wir haben es zu spät gemerkt. Die Polizei ermittelte, aber ohne Erfolg. Aline spürte, wie ihr Herz schwer wurde. Doch dann sagte Joana etwas Entscheidendes. Sein Name war Carlos Almeida. Jetzt hatte sie einen weiteren Baustein. Zurück in der Stadt wandte sich Aline an das Standesamt und die Polizei. Ein Jugendfreund, inzwischen Polizist, half ihr bei der Suche. Und tatsächlich, Carlos Almeida war 2010 festgenommen worden, wegen Urkundenfälschung und Kinderhandel. Er war inzwischen tot. Doch sein Name tauchte in mehreren illegalen Adoptionsfällen auf. Aline schluckte hart. Vielleicht war Lukas verkauft worden, untergetaucht, ausradiert, aber es gab einen Hoffnungsschimmer. In den Akten stand eine letzte Adresse, ein Haus in einer Nachbarstadt, in dem Carlos 3 Jahre lang gelebt hatte. Und ein Name tauchte darin auf, Gabriel Azevedo, einer der wenigen Jungen, die nach der Festnahme zurückgeführt wurden. Könnte das Lukas sein? Fragte Aline ihren Polizeifreund. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Noch am 8. selben Tag machte sich Aline auf den Weg. Ihr Herz raste, ihre Seele brannte, und eine Frage ließ sie nicht los. Was, wenn er sich nicht erinnert? Was, wenn er mich nicht will? Das Haus war bescheiden, mit einem kleinen Garten und einem schlafenden Hund vor dem Tor. Aline klingelte. Eine müde aussehende Frau öffnete. »Guten Tag, wohnt hier ein Gabriel Azevedo?« Die Frau musterte sie. »Ja, wer möchte ihn sprechen?« »Es geht um seine Vergangenheit. Bitte, ich muss mit ihm sprechen.« Die Frau zögerte, rief ihn, dann ein Mann erschien. Groß, schlank, mit grünen Augen und zurückhaltendem Blick. Aline stockte der Atem. Das war er. Derselbe Blick wie auf dem Foto. Dasselbe Kinn. Dieselbe Stille. »Ich bin Gabriel. Wie kann ich Ihnen helfen?« Aline rang nach Worten. »Hießen Sie früher Lukas Mendes?« Er runzelte die Stirn. »Nein, ich bin Gabriel. Gabriel Azevedo.« Aline hielt den Atem an. »Wurden Sie als Kind von einem Mann namens Carlos Almeida adoptiert?« Langes Schweigen. Dann ein vorsichtiges Nicken. »Ja, warum?« Aline zog das Foto aus der Tasche, reichte es ihm. Er betrachtete es und zitterte. »Dieses Foto, ich kenne es. Lukas, ich bin's. Aline.« Er sah sie an, als würde ein Geist vor ihm stehen. Dann füllten sich seine Augen mit Tränen. »Mein Gott!« »Aline?« Sie fielen sich in die Arme, lang, haltlos.
Als könnten sie durch die Umarmung Jahre zurückholen, die ihnen gestohlen wurden. Aline und Lukas, jetzt Gabriel, saßen nebeneinander auf dem alten Sofa im Wohnzimmer. Die Welt draußen schien stillzustehen. Aline weinte leise, das vergilbte Foto in der Hand. Gabriel versuchte, die richtigen Worte zu finden, während Erinnerungen wie lose Blätter durch seinen Kopf wirbelten. Ich habe meinen alten Namen vergessen, sagte er schließlich. Ich wusste nur, dass es ein anderes Leben gab vor dem Heim. Ich habe oft von einem kleinen Mädchen geträumt und von lila Blüten. Aline lächelte traurig. Der Jacaranda. Wir haben immer unter ihm gespielt, auf dem Schulhof. Gabriel wischte sich mit zitternder Hand über die Augen. Etwas in ihm begann zu vibrieren, eine Tür, die langsam aufging. Und dann war da ein Lied. Jemand hat mir dieses Lied vorgesungen, als ich klein war. Er summte eine Melodie. Aline hielt den Atem an, und dann sang sie leise mit. Es war das Wiegenlied, das Donna Nair ihr jeden Abend vorgesungen hatte. Sie schauten sich an, erschüttert. Das konnte kein Zufall sein. »Glaubst du«, begann Gabriel, »dass sie unsere Mutter kannte?« vollendete Aline den Gedanken. Am nächsten Tag kehrten sie gemeinsam in das alte Haus von Donna Nair zurück. Diesmal durchsuchten sie es mit anderen Augen. Gemeinsam, Seite an Seite. Im Dachboden unter einer losen Holzdiele fanden sie schließlich eine kleine, verschlossene Holzkiste. Darin alte Tagebücher, vergilbte Briefe und ein Umschlag, auf dem stand für Aline, wenn sie alt genug ist. Mit zitternden Fingern öffnete Aline den Brief. »Mein kleines Mädchen, wenn du das hier liest, ist es Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Du und Lukas wurdet mir in einer stürmischen Nacht gebracht. Eure Mutter hieß Mariana. Ja, ich bin deine Großmutter. Mariana geriet an einen gefährlichen Mann. Als sie versuchte, sich zu befreien, drohte er, euch beiden etwas anzutun. Sie brachte euch zu mir, flehte mich an, euch zu schützen. Doch er fand euch. Eines Nachts nahm er Lukas mit. Ich floh mit dir. Ich versteckte uns, so gut ich konnte. Von Mariana hörte ich nie wieder. Nur ein Zettel blieb zurück. Wenn mir etwas geschieht, sagt Aline und Lukas, dass ich sie über alles geliebt habe. Für immer. Aline konnte kaum atmen. Sie war unsere Mutter. Und sie hat alles getan, um uns zu schützen. Gabriel weinte lautlos. Und plötzlich fügten sich alle Puzzleteile zusammen. Unter den Briefen fanden sie eine weitere Notiz. Eine Adresse in Minas Gerais, datiert aus dem Jahr 2005. Sie sahen sich an. Kein Wort war nötig. Sie machten sich auf den Weg. Die Fahrt durch die Berge war still, fast ehrfürchtig. Jeder Kilometer schien sie näher an die Wahrheit zu bringen und an sich selbst. Das Haus war klein, versteckt zwischen den Hügeln. Eine Frau öffnete die Tür, und als sie die beiden sah, brach sie in Tränen zusammen. »Vergebt mir, bitte, vergebt mir. Ich bin Mariana.« Aline blieb wie versteinert. Gabriel war bleich. »Mama?« flüsterte er. Mariana weinte wie ein Mensch, der 2 Jahrzehnte lang unter Schuld gelitten hatte. »Ich habe jeden Tag auf euch gewartet. Ich wusste nicht, ob ihr noch lebt. Ich wollte zurückkommen, aber ich hatte solche Angst. Angst vor mir selbst, Angst, euch nicht würdig zu sein.« Die 3 fielen sich in die Arme. Tränen, Erlösung, Erleichterung. Es war keine perfekte Familie, aber es war eine. Sie zogen gemeinsam zurück in die Stadt. Aline, Gabriel oder Lukas und Mariana. Ihre Geschichte machte Schlagzeilen. Getrennte Geschwister finden sich nach Jahren wieder und entdecken ihre totgeglaubte Mutter. Aber das zählte für sie nicht. Wichtig war nur eins: sie hatten einander wiedergefunden. In der letzten Szene hängt Aline das vergilbte Foto, jetzt sorgfältig gerahmt, an die Wohnzimmerwand. Darunter steht: Aline, Lukas, Gabriel und Mariana, getrennt durch das Ihr. Schicksal vereint durch die Liebe. Und sie lächelt, denn endlich wusste sie, wer sie war. Und dass sie nie wieder allein sein würde. Hättest du dieser Mutter verziehen? Und was würdest du tun, wenn du nach so vielen Jahren ein verloren geglaubtes Geschwisterkind wiederfinden würdest?
Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Vielleicht berührt deine Geschichte auch jemand anderen.